Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr wieder bei diesem neuen Video dabei seid. Ja, vorab möchte ich euch Prosit 2026 wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht und ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Glück, viel Erfolg und viel Gesundheit im neuen Jahr. Ja, heute habe ich ein Monatsupdate für euch und ich freue mich riesig, dass ich euch das wieder zeigen kann, denn das letzte Monatsupdate war ja Ende Oktober, Anfang November des letzten Jahres. Dann November Monatsupdate gab es keines, da war ich ja im Urlaub und jetzt ist auch der Dezember vorbei und darum gibt es ein 2-Monats-Update. Und ich freue mich riesig, dass ich euch das jetzt zeigen kann. Ja, ich habe wieder an einigen Projekten gestickt. Wir beginnen wieder mit dem kleinsten Kreuzstickprojekt bis zum größten und abschließend zeige ich euch dann noch meine Perlenstickprojekte und das waren diesmal auch 3 Perlenstickprojekte. Ja, dann sage ich, wir starten auch gleich. Ich will euch nicht länger aufhalten mit meinem Gerede. Und wie gesagt, wir kommen zum ersten Projekt, einem wirklich sehr kleinen Projekt. Und das ist die Robbe. Die Robbe ist Teil einer Tierserie. Also da gibt es ja 8, ich glaube 8 oder waren es 9 kleine Tiere, ähm, die man bestellen kann und dann auch mit Rahmen bekommt. Ja, es ist von Painting Fairy Cross Stitch. Ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten. Und ja, ihr wisst, ich habe ja auch schon das kleine Schweinchen gestickt. Da hatte ich ja das Problem, dass sich der Vordruck hier, also die Aufschrift nicht auswaschen ließ. Und ich vermute, es wird dann auch bei diesem Projekt das Problem sein. Ja, vorab noch, ich blende euch hier wieder ein Vorherbild ein und wenn es das nicht gibt, auf jeden Fall ein Vorschaubild. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Das Bild ist eigentlich schon fast fertig. Ich komme mal näher, denn ich habe alle Kreuze bereits gestickt. Also hier der Boden unten, das ist halbes Kreuz und der Rest ist volles Kreuz. Das Bild hat 10 Farben und dann noch 4 Mischfarben. Es ist 42 Stiche hoch und 50 Stiche breit. Und ich habe es auf 14 Count, man kann es ja auch hier lesen, auf 14 Count gestickt, ja, Vordruckbild. Gestartet habe ich es im Oktober des letzten Jahres. Und ja, ich vermute, das wird jetzt gleich mein erstes Finish sein im neuen Jahr, denn es fehlen jetzt nur mehr die Backstitches und das sind nicht so viele. Also das ist ziemlich schnell machbar. Ich glaube, das werde ich ziemlich schnell geschafft haben. Ja, mein erstes Finish dann im Jahr 2026. Die kleine Robbe von Painting Fairy Cross Stitch. Dann zeige ich euch gleich mein nächstes Projekt. Ich muss nur auch in meinen Unterlagen blättern, damit ich euch was dazu erzählen kann. Und mein zweites Projekt, das auch schon fast fertig ist, ist das kleine Eichhörnchen mit der Sonnenblume. Es heißt ja original The Squirrel with a Sunflower und es ist von der Marke Joy Sunday. Habe ich auch im Rahmen einer Kooperation erhalten von der Firma VIP Cross Stitch. Ich komme ein bisschen näher, dass man das auch besser betrachten kann. Übrigens filme ich heute bei Tageslicht und ich hoffe, dass diesmal auch die Farben besser rauskommen. Ja, wie ihr seht,
es ist soweit fertig. Es fehlen nur noch die Backstitches und auch ein paar French Knots. Also unten der Boden ist mit halben Stichen gestickt. Auch hier am Rand des Felles, also des Schwanzes, sind alles halbe Stiche. Und der Rest ist im vollen Kreuz gestickt. Ja, das Eichhörnchen ist 100 Stiche hoch und 87 Stiche breit und ich habe es auch auf 14 Count Vordruck Aida gestickt. Ja, gestartet im November, also ein Neuanstich und ich zeige euch noch, ja, es fehlen hier im Bereich der Blume, der Sonnenblume, fehlen noch die French Knots. Da gibt es ja auch 2 verschiedene Farben. Und dann fehlen noch wirklich Unmengen an Backstitches, natürlich auch die ganzen Umrandungen, aber auch im Fell, überall im Fell findet man Backstitches. Also da gibt es noch 5 verschiedene Farben Backstitches und ja, sehr, sehr niedlich. Also ich finde, es kommt ja jetzt schon gut raus, obwohl noch die Backstitches und die French Knots fehlen. Und ich denke, das wird mein zweites Finish jetzt im Jahr 2026 sein. Das niedliche kleine Eichhörnchen. Ja, ich finde, es kommt wirklich, wirklich gut raus. Total niedlich, ein wirklich kleines Projekt. Man sieht ja, es ist ein bisschen größer als meine Hand, also schnell zum Sticken gewesen. Darum ein Neuanstich und auch ein Fast Finish. The Squirrel with the Sunflower. Ja, das war mein zweites Projekt. Und wir kommen auch schon zum nächsten Projekt, das auch ein Neuanstich war. Und ihr seht, The Angel of Winter. Ja, auch ein Vordruckbild. Es ist auch von Joy Sande und ich habe es auch im Rahmen einer Kooperation mit VIP Cross Stitch erhalten. Das Bild hat 38 Farben und es gibt hier nur ausschließlich volles Kreuz, also keine Halbstiche, French Knots oder Backstitches. Und ja, es wird 200 Stiche hoch und 200 Stiche breit und ich habe es auch gestartet im November und zwar hatte ich dieses Projekt mit im Urlaub. Und ich habe zuerst begonnen, hier oben zu sticken, also das Rot, das ihr hier seht, auch komme ich nochmal näher. Das Rot ist ja schon gestickt und auch sonst vereinzelt ein paar Stiche, aber dann, ja, dann hatte ich keine Lust mehr, denn hier oben ist wirklich einiges an Konfetti. Ihr seht es ja, ich werde hier ein bisschen auf die Seite. Ihr seht ja im Vorschaubild dieser Blumenkranz oder wie man es bezeichnen kann. Ja, der hat viel Konfetti und daraufhin habe ich unten rechts begonnen. Und zwar hier unten finden sich Halbstiche. Ich sehe gerade, es sind Halbstiche und habe euch gerade vorhin erzählt, es sind nur volles Kreuz. Also ja, das stimmt nicht. Es sind tatsächlich, auch wie man hier erkennen kann, 4 Arten an Halbstiche. Also sorry für die falsche Information von vorhin. Ja, also unten Halbstiche und dann habe ich hier begonnen zum Raufsticken. Also das ist ja der Bereich der Schulter und hier den Bereich der Haare habe ich gestickt. Ja, ich wollte einfach kein Konfetti sticken in Urlaub. Ich hatte einfach wirklich keine Lust drauf und darum habe ich hier unten gleich nochmals begonnen und bin doch ein gutes Stück, man sieht also so hier, dieses Stück ist dazugekommen. Also doch einiges an Stichen
was ich noch geschafft habe. Ja, habe ich schon gesagt, 38 Farben und 200 mal 200 Stiche groß. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eines meiner Lieblingsbilder. Ähm, Mir gefällt zwar das Vorschaubild sehr gut, aber jetzt so zum Sticken macht es mir nicht unbedingt viel Spaß. Ich glaube, es wird nicht weiter gestickt, zumindest momentan. Vielleicht habe ich ja noch später Lust daran zu sticken. An dem Angel of Winter. Übrigens, hier seht ihr auch, hier sieht man, woran ich da oben gestickt habe. Also es ist Konfetti. Und hier unten habe ich dann doch einiges mehr geschafft. Ja, mein drittes Stickprojekt war das. Und wir kommen zum vierten Projekt. Und diesmal ein gezähltes, auch das kennt ihr schon. Es ist mein Winterfuchs. Und zwar von der Cross Stitch Studio. Also bitte entschuldigt meine packenden Fäden, die hier hängen. Wenn ich sticke, sieht man die normalerweise nicht, die sind dann aufgerollt. Aber jetzt für das Monatsupdate habe ich ja alles vorbereitet und alles entfernt, damit ich euch das auch wirklich gut zeigen kann. Ja, der Winter Fox ist eine Crop-Version. Das heißt, es gibt auch noch eine größere Version davon und das ist nur ein Ausschnitt. Er wird 280 Stiche hoch und 225 Stiche breit. Es ist ein Vollbild und das heißt, er hat insgesamt 63.000 Stiche und er hat 96 Farben. Ich sticke ihn auf 18 Count Aida, auf Easy Count. Also ihr seht, hier ist schon vorgedrittet. Ja, ich sticke es mit 2 Fäden. Gestartet habe ich das Bild im August oder September 2024. Ja, und diesen Monat, was ist dieses Monat dazugekommen? Und zwar habe ich hier diese Seite vervollständigt. Also das ist ja eine Seite. Die habe ich fertig gestickt und habe jetzt mit der nächsten Seite hier unten begonnen. Und insgesamt sind das 1916 Stiche. Aktuell bin ich bei 14,54%. Also da ist noch wirklich einiges zu tun. Und ja, ich habe auch davor, letztes Mal habe ich im Juli gestickt, also schon länger nicht dran gestickt. Aber diesmal sind ja fast 2000 Stiche dazugekommen. Ich zeige euch das auch ein bisschen näher, wie das jetzt aussieht. Also das Öhrchen von Fuchs kommt ja schon sehr gut raus. Und ich finde den ja wirklich total niedlich, den kleinen Fuchs. Ja, diesmal ganze 3% dazugekommen. Wie gesagt, insgesamt bin ich bei 14,54%. Also noch einiges zu tun. Ich glaube, ich werde nächstes Monat wieder daran sticken. Es hat mir diesmal eigentlich wirklich viel Spaß gemacht, an dem Projekt zu sticken. Ja, mein viertes Projekt war das der Winterfuchs. Das fünfte Projekt, woran ich gestickt habe, und dazu muss ich sagen, daran habe ich wirklich jedes Monat gestickt, seit ich es gestartet habe, ist der Erdbeerzwerg. Ihr kennt ihn, also wenn ihr meine Monatsupdates schaut, dann kennt ihr das auch. Und zwar der Erdbeerzwerg ist von der Marke Spring. Ich habe es damals gekauft bei Biggest Craft. Ja, das Bild hat 58 Farben
und 4 Mischfarben. Der Erdbeerzwerg wird 217 x 217 Stiche groß und ja, es ist ein Teilbild, ihr seht es schon, und ich sticke ihn auch auf 14 Count AIDA, ein Vordruckbild. Gestartet habe ich das Bild im April 2025 und wirklich seitdem jedes Monat daran gestickt. Und jetzt im November, Dezember, ja, was ist dazugekommen? Und zwar dieser Bereich hier, also der Schnurrbart und hier die Haare und der Rand der Mütze und hier auch ein Teil der Erdbeere, also das Grün der Erdbeere. Dann habe ich hier auch ein bisschen runtergestickt schon. Das ist ja der Ärmel. Ja, der Ärmel. Hier beginnt ja dann die Hand des Zwerges. Ja, ich finde, wie gesagt, es ist eines meiner Lieblingsbilder derzeit. Ich sticke wirklich sehr, sehr gern daran. Wie gesagt, er kommt so gut raus. Ich habe es ja auch schon in mehreren Videos gesagt, warum mir das auch so gefällt. Nämlich, weil es so dreidimensional, also so plastisch wirkt, gefällt mir dieses Bild einfach wirklich sehr gut. Er ist einfach nur traumhaft, der kleine Zwerg. Und ja, so viel ist ja dann doch nicht mehr zu machen. Also ich denke, ich werde mich jetzt hier noch im Bereich des Gesichtes weiterarbeiten. Und dann, ja, geht schon nach unten zu den Füßchen. Und ja, ich glaube, ich werde es vielleicht fertigstellen oder ja, es wird machbar sein, dass ich es jetzt im Jahr 2026 fertig bekomme. Den kleinen Erdbeerzwerg. Ja, seit April 2025 gestartet. Wahrscheinlich wäre das Bild ja schon fertig, wenn ich nur an einem Projekt sticken würde. Aber ich bin kein monogamer Sticker und ich brauche einfach die Abwechslung und darum seht ihr bei mir einfach viele Projekte. Ja, das war Projekt Nummer 5, der Erdbeerzwerg. Und wir kommen zu Projekt Nummer 6. Ein Neuanstich und da gibt es noch nicht so viel zu sehen. Ja, ich werde dann gleich näher kommen. Und zwar, wie ihr sehen könnt am Vorschaubild, ist das English Cottage and Garden. Es ist von der Designerin Banani Stitchery. Ich habe es im Rahmen der Kooperation mit 5 Stitch erhalten. Das Bild hat 39 Farben und es wird 184 Stiche breit und 168 Stiche hoch. Und ich sticke es auf 18 Count AIDA und diesmal im gezählten Kreuzstich. Also ich habe mir das bewusst so ausgesucht, denn ich hatte wieder Lust, mal im gezählten Kreuzstich zu sticken. Und ich habe es gestartet jetzt letzten Monat im Dezember. Ja, ich komme ein bisschen näher. Ich zeige euch, was bis jetzt geschafft ist. Also dieser Teil, ja, man kann es ja schon erkennen, ist die Eingangstür des Cottage. Daneben kommen dann schon die Fenster. Ja, also ein bisschen was dran gestickt. Wie gesagt, es hat 39 Farben. Ja, viel kann man noch nicht erkennen. Ja, ich hatte einfach Lust auf einen Neustart und ja, dann ist es dieses Bild geworden. Ob ich jetzt noch nächstes Monat dran sticke, ja, weiß ich noch nicht. Kann sein, muss nicht sein, also da bin ich mir noch unschlüssig. Das English Cottage and Garden, also das Motiv gefällt mir ja wirklich sehr gut, aber da habe ich ja nur eine Papieranleitung und für mich ist es wirklich sehr mühsam mit Papieranleitung zu sticken, also
wenn ich gezählten Kreuzstich mache, dann verwende ich doch am liebsten den Pattern Keeper. Ja, das wäre dann das erste Motiv. Entschuldigung, dann wäre das nächste Motiv, also das Projekt Nummer 6 war das English Cottage and Garden von 5 Stitch erhalten. Ja, das nächste, Nummer 7, das Stickprojekt. Da habe ich auch schon einige Kommentare dazu erhalten, dass ihr das auch gerne seht. Und ja, es ist mein Otter. Also ihr seht schon, die Projekte werden schon größer. Und den Otter mag ich sehr, sehr gerne. Also den sticke ich wirklich sehr gerne, obwohl der Otter selbst sehr viel Konfetti hat. Der Hintergrund eher weniger Konfetti, also das geht ziemlich schnell, aber im Bereich, ja, also das unglaublich viel Konfetti. Man glaubt das gar nicht. Ja, der Happy Sea Otter ist von Painting Fairy Cross Stitch, aber ich habe ihn nicht von Painting Fairy, sondern ich habe es damals im Rahmen der Kooperation mit VIP Cross Stitch erhalten. Und der gute Otter hat 96 Farben und davon sind 40 Mischfarben, also 56 einfache Farben und 40 Mischfarben. Ja, er wird 250 Stiche hoch und 250 Stiche breit. Und ich sticke ihn auf 14 Count AIDA und es ist ja Vordruckbild, wie man erkennen kann. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass es 14 Count ist, denn durch dieses Konfetti, das der Otter hat, ist er wirklich nicht so einfach zu sticken. Vielleicht zeige ich euch das mal, das Konfetti. Also ihr seht hier ist wirklich, wirklich sehr viel Konfetti. Ja, aber so kommt er wirklich sehr gut raus. Es ist ja ausschließlich volles Kreuz bei dem Otter. Und ja, ich habe schon einiges geschafft, wie man sehen kann. Also, ja, schaue ich mal, was ist dazugekommen. Und zwar habe ich jetzt November, Dezember des letzten Jahres 3379 Kreuze daran gestickt und bin aktuell bei in etwa 28,8%. Also ich sage in etwa, denn es ist ja kein Vollbild. Hier oben, die Flächen bleiben ja frei. Und ja, ich habe fast ein Drittel jetzt schon geschafft. Also wie gesagt 28,8%. Ich habe diesen Block dazu gestickt und habe hier auch schon eine Reihe neu angefangen. Das heißt, ich sticke jetzt in diesem Block weiter und werde mich dann wieder nach rechts arbeiten. Und so Block für Block geht und Reihe für Reihe geht es dann bei diesem Bild weiter. Ja, die Äuglein sieht man schon recht gut und auch das Schnäuzchen, einen Teil davon. Und ja, er sieht einfach mega toll aus. Also das ist Painting Fairy Cross Stitch. Also die Bilder kommen wirklich, wirklich sehr gut raus bei Painting Fairy. Der Otter, den werdet ihr auf jeden Fall nächstes Monat wieder sehen, weil ich ihn einfach wirklich sehr, sehr gern sticke, trotz des vielen Konfettis. Aber in diesem Block gibt es ja nicht so viel Konfetti, da ist ja eher der Hintergrund. Ja, und außer hier im Bereich des Ohres, also nicht so viel Konfetti. Der Happy Sea Otter von Painting Fairy und von VIP Cross Stitch erhalten. Das war Projekt Nummer 7, ja, 7. Und wir kommen zu Projekt Nummer 8. Und das ist Waterpiece. Und zwar die Katze im Körbchen. Also ich habe es so benannt.
das Bild geht sich nicht ganz aus in die Kamera, aber ich zeige euch jetzt nur den oberen Teil, wo ich gestickt habe. Ja, die Katze im Korb, Waterbiss hat ja keine Bezeichnungen für die Bilder, und das habe ich ja im Rahmen der Waterbiss-Auktion ersteigert. Das Bild hat 50 Farben und 18 Farben sind davon Mischfarben, das heißt, es gibt 32 einfache Farben. Ja, es wird 314 Stiche hoch und auch 314 Stiche breit. Man kann ja schon ein bisschen was erkennen, und zwar habe ich diesen Block fertig gestickt, hier unten, und dann auch schon im nächsten Block begonnen. Und tatsächlich habe ich November, Dezember des letzten Jahres 1900 Stiche daran gemacht. Das heißt, insgesamt bin ich jetzt bei 5,07%. Also ja, da fehlt noch einiges, wie man erkennen kann. Ja, gestartet habe ich es im September 2025 und ich sticke es auf 16 Count AIDA Vordruck, wie ihr sehen könnt. Ja, ein bisschen kann man hier schon die Bücher erkennen, aber tatsächlich jetzt bis zum Kätzchen, das hier unten im Körbchen schlaft, ja, dauert es noch länger. Ich vermute, dass ich da schon nächstes Jahr, nicht nächstes Jahr, sondern nächstes Monat daran sticken werde. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut das Motiv, aber ja, bis jetzt war es eigentlich nur Hintergrund, und ja, der war recht einfach zu sticken. Mal sehen, wie es jetzt noch wird im Bereich der Bücher. Wie schwer oder beziehungsweise wie konfettireich es in diesem Bereich ist. Ja, die Katze im Korb, so habe ich es genannt, von der Firma Waterbiss. Das war Projekt Nummer 8. Na, wir rasen dahin, aber ja, was soll ich euch noch erzählen zu den Projekten? Und wir kommen zum Projekt Nummer 9. Ja, bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich noch bei allen Abonnenten bedanken und bei allen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalässt. Also falls euch natürlich das gefällt, was ihr hier seht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Projekt, wie gesagt, Projekt Nummer 9. Und das ist auch von Waterbiss. Und es ist das kleine Mädchen. Also, wie gesagt, ich habe es so genannt. Ich bringe es leider auch nicht ganz ins Bild, das kleine Mädchen, aber ich zeige euch wieder den gestickten Teil. Ja, auch das kleine Mädchen habe ich im Rahmen einer Auktion erworben bei Waterbiss. Also ich habe es ersteigert. Es hat auch 50 Farben und wir haben hier 33 einfache Farben und 17 Mischfarben. Es wird 440 Stiche hoch und 314 Stiche breit. Also es wird ein großes Bild, über 138.000 Stiche, und ich sticke es auf 16 Count AIDA, auch natürlich Vordruck. Ja, wie viel habe ich daran gestickt? Ja, nicht so viel, muss ich sagen. Also dazugekommen sind 800 Stiche. Also hier in diesem Bereich, in diesem Block, sind 800 Stiche dazugekommen. Insgesamt bin ich jetzt bei 6,15%, also noch nicht so viel. Da ist wirklich noch einiges daran zu tun. Ja, ich hatte da jetzt nicht so Lust letztes Monat, dass ich daran sticke.
Ich sehe gerade, da ist ein Faden, den muss ich noch besser vernähen. Ja, man sieht hier schon ein bisschen vom Blumenschmuck und hier der Haaransatz des kleinen Mädchens. Ich bin ja gespannt, wie es dann wirklich rauskommt, denn ich finde, die Farben entsprechen eigentlich jetzt nicht dem Vorschaubild, was ich eigentlich ein bisschen enttäuschend finde. Aber ja, man kann noch nicht so viel sehen, man sieht ja noch nicht so viel von den Haaren. Also ja, ich lasse mich jetzt mal überraschen, wie es rauskommt. Ich werde auf jeden Fall weiter sticken. Ob es jetzt kommendes Monat auch dabei ist, ja, weiß ich noch nicht so genau. Ich hatte auch jetzt dieses Monat eher weniger Lust daran zu sticken. Ja, die Haare sind schon sehr konfettireich, muss man sagen. Hintergrund natürlich wie immer sehr einfach zu sticken. Ja, und man erkennt das schon an den barkenden Fäden, dass es sehr viel Konfetti hat. Jetzt so auf der Kamera muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Also es sieht tatsächlich sehr gut aus und auch die Haare wirken tatsächlich ja, ein bisschen blond. Ja, nun gut. Das Mädchen habe ich gestartet im Juni des letzten Jahres. Also es ist circa ein halbes Jahr alt, das Bild. Und es ist ja riesig, wie man sehen kann, ja. Ja, Projekt Nummer 9 war das. Ja, habe ich nicht so viel daran gestickt mit 800 Stichen. Aber gut, dann kommen wir zum nächsten größeren Kreuzstickprojekt. Und das hatte ich ja schon länger nicht in der Hand. Und zwar eigentlich schon über ein halbes Jahr nicht mehr daran gestickt. Und das ist die Laterne. Die Laterne. Ja, ich hatte jetzt wieder Lust daran zu sticken, da ich dieses Bild jetzt auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen habe. Und da dachte ich mir, ja, ich muss jetzt auch daran weiter sticken. Und ich habe doch einiges daran geschafft. Und zwar sind diesmal 1200 Stiche dazugekommen. Und ja, das war alles in diesem Bereich. Und ja, es ist eher langsam vorangegangen, denn auch diese Laterne hat unglaublich viel Konfetti. Also wirklich, wirklich viel Konfetti. Die Laterne habe ich von Spring Brand. Ich habe sie mir selbst gekauft bei Biggest Craft und sie wird 362 Stiche groß, also ist im Quadrat. Und das sind über 131.000 Stiche. Sie hat 90 Farben und sie hat auch noch 4 Mischfarben, aber die Mischfarben sind ausschließlich im Hintergrund. Also hier in diesem Blau, das ihr hier seht, das sind alles Mischfarben. Also die sind recht einfach zu sticken. Ja, es ist auf 16 Count. Es ist ein Vordruckbild, wie ihr sehen könnt. Und gestartet habe ich es tatsächlich vor einem Jahr, im Dezember 2024. Also ja, so viel habe ich daran noch nicht geschafft. Insgesamt sind das 12,05%. Ja, ich habe auch jetzt letzten Jahres nicht so viel daran gestickt. Also das letzte Mal war davor im Mai 2025, ja, und jetzt wieder im Dezember. Ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich daran weiter sticke. Ich zeige es euch mal als Ganzes. Also ihr seht, da geht es noch ein Stück nach unten. Aber ja, in diesem Block fehlt mir jetzt nur mehr eine Reihe. Und dann könnte ich ja auch schon im nächsten Block weiter sticken. Aber hier gibt es auch wieder sehr, sehr viel Konfetti. Ja. Aber die Laterne selbst kommt sehr gut raus, muss man sagen. Also sie entspricht tatsächlich dem Vorschaubild. Die Laterne von Spring Brand
gekauft bei Biggest Craft. So, dann sind wir auch schon beim letzten Kreuzstickprojekt angelangt. Und mein größtes Projekt, das ich zurzeit habe, ich sage zurzeit, denn das kann sich ja immer schnell ändern, und ich fange wieder von rechts an bis, und ihr kennt das sicher schon, es ist der romantische Blumenmarkt. Ja, ich schlage es hier so ein, denn sonst bringe ich es leider nicht ins Bild. Also der romantische Blumenmarkt, ja, von Painting Fairy Cross Stitch, wie man erkennen kann. Und ihr seht, ich habe da schon einiges geschafft. Und zwar, ja, ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten von Painting Fairy Cross Stitch. Das Bild hat 124 Farben, also alles einfache Farben, das heißt keine Mischfarben. Und es wird 238 Stiche hoch, also ihr seht, es ist nicht sehr hoch, aber es hat 690 Kreuze in der Breite, also es wird sehr breit. Ich habe es gestartet im September 2025 und ich sticke es auf 18 Count Aida. Und ja, was ist diesmal dazugekommen? Und diesmal ganze 3700 Stiche. Also hier, ich habe den ganzen Baum fertig gestickt. Es sieht zwar jetzt so wenig aus im Vergleich, wenn man das ganze Bild stickt, aber insgesamt hat das, also das sind bereits 7900 Stiche, die ihr hier seht. Also dieses kleine Eck hat 7900 Stiche. Ja, man erkennt es nicht, da es ja jetzt so auf 18 Count gestickt wird. Aktuell bin ich bei 4,81%. Also es ist auch hier noch eine Menge zu tun. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Also es kommt sehr, sehr gut raus. Ja, es ist wirklich, also es macht mir auch wirklich Spaß und es ist tatsächlich sehr einfach zu sticken. Denn das Bild hat zwar viele Farben, also 124, aber es hat kaum Konfetti. Und es sind hier nur die Farbwechsel, aber es ist wirklich einfach zu sticken. Also ihr seht hier oben die Fenster mit den Blumenkästen, davor den Baum und hier das rot-gelb gestreifte ist eine Markise, die man sehen kann. Also daran möchte ich auf jeden Fall weiter sticken. Also das habe ich gestickt in den letzten 4 Monaten, September bis Dezember, 7900 Stiche, also ein schöner Fortschritt. Aber ja, da habe ich noch einiges zu tun oder besser gesagt einige Jahre daran zu tun, an dem wunderschönen Blumenmarkt. Ja, von Painting Fairy Cross Stitch. Hier seht ihr meine Rückseite, falls es jemanden interessiert, wie die Rückseite aussieht. Ja, und das waren dann auch schon meine Kreuzstichprojekte, meine Lieben. Und wir kommen noch zu meinen Perlenstickprojekten und da sind es ja, wie ich gesagt habe, 3 Stück. Also das erste Perlenstickprojekt ist ein Neuanstich. Ich habe euch das Unboxing gezeigt und zwar ist es meine Katze im Schneeballstrauch von Tokarewa. Also ich komme mal näher, die sind ja so toll, die Perlen, das ist unglaublich. Ja, das, was ihr hier seht, ist etwas mehr als eine halbe Seite.
Ganz genau genommen sind das 2760 Perlen. Ja, die Katze im Schneeballstrauch, hier wieder eingeblendet, hat 47 Farben. Ich habe sie gekauft bei lieblingsperlen.de. Ja, sie wird 402 Perlen mal 230 Perlen groß, also insgesamt über 92.000 Perlen. Ja, das sind wie gesagt 2760 Perlen und das entspricht in etwa 2,98% des Bildes. Also ihr seht, ich habe den Stoff hier eingerollt. Ich habe ihn jetzt leider auch nicht gebügelt, also entschuldigt. Also hier haben wir eine Seite, ich glaube es sind insgesamt 20 Seiten, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, und das ist etwas mehr als eine halbe Seite, also in etwa bis hierher wird die erste Seite gehen. Danach werde ich daneben weiterarbeiten mit Seite 2, 3 und so weiter. Ja, Katze im Schneeballstrauch, mein erstes Dokarewa und ich sage euch, es macht mir total viel Spaß und es ist ganz mit Sicherheit nicht mein letztes Dokarewa, weil ja, die Perlen sind ein Wahnsinn. Also sie kommen so schön raus, sie glitzern so schön, also unglaublich. Ich bin ja gespannt, wie das dann gesamt rauskommt, das Bild. Und die Katze, ihr seht sie ja im Vorschaubild, sieht ja total niedlich aus. Und ich bin ja wirklich ein großer Katzenfan, wie ihr wisst. Ja, dann kommen wir noch ja, auch zu einem Perlenbild, wie ich euch schon gesagt habe. Und das kennt ihr schon. Und zwar sind das meine kleinen Vögel. Die Vögel habe ich gekauft bei VIP Cross Stitch, also keine Kooperation. Und ja, da habe ich tatsächlich schon einiges geschafft. Das wird ja gestickt auf 11 Count. Es sind die transparenten Perlen und die werden ja mit dem Stickgarn gestickt. Das Bild hat 38 Perlenfarben und es wird 248 Perlen hoch und 177 Perlen breit. Also das entspricht insgesamt so 43.000, fast 44.000 Perlen. Aktuell bin ich bei über 13.000 Perlen, die ich gestickt habe. Und ich habe es gestartet im August des letzten Jahres und habe wirklich jedes Monat daran gestickt. Und auch diese Perlen finde ich sehr schön. Ja, was ist dazu gekommen? Ich habe jetzt letzten Monat 2840 Perlen daran gestickt. Und das entspricht, ja, ich weiß nicht genau, wie das letzte, also das Vorherbild ausgesehen hat, aber ich habe hier auf jeden Fall mehr als eine Reihe dazu gestickt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ja, die Vögelchen habe ich jetzt begonnen, hier und hier. Und ja, bin gespannt, wie die dann jetzt rauskommen. Ja, diese Perlen sind ja auch recht schön. Sie sind zwar nicht so gleichmäßig wie die Dokarewa-Perlen, sie sind auch größer als die Dokarewa-Perlen und ja, sie sind alle transparent, diese Perlen. Ja. Aktuell bin ich bei 29,82%, also auch da habe ich bald ein Drittel geschafft. Also hier unten ist dann das Ende. Ja, also habe ich wieder schönen Fortschritt geschafft, also über 6% sind dazugekommen und ja, es lässt sich sehr einfach sticken. Also das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen. Auch jemand, der sagt, er möchte sich jetzt nicht gleich ein Dokarewa-Bild kaufen, da es ihm zu teuer ist. Diese Bilder sind doch deutlich günstiger
und auch für jeden Anfänger geeignet, da es ja Vordruck ist. Ja. Ja, wunderschön, meine kleinen Vögelchen. Daran wird auf jeden Fall auch nächstes Monat weiter gestickt. Und dann wären wir auch schon fast am Ende angelangt. Mein letztes Projekt, und das ist jedes Monat mein letztes Projekt, und zwar ist es der Perlentiger. Diesmal nochmals auf eine andere Art von Perlen, also nicht so wie die Dokareva, die mit Preziosa-Perlen gestickt werden, oder die Vögelchen, die mit den transparenten Perlen auf 11 Count gestickt werden. Nein, der Tiger ist nochmal anders. Er hat diese Kunststoffperlen, er wird auf 9 Count gestickt. Und ja, auch er macht Spaß und er kommt jetzt wirklich schon sehr gut raus, wie man sehen kann. Also ich sehe jetzt in der Kamera, sieht das noch besser aus, das Auge, das hier schon rauskommt. Und das zweite Auge habe ich angefangen. Ja, was habe ich dazu gestickt? Und zwar 10 Reihen. Genau 10 Reihen, und 10 Reihen sind ja so 2 Kästchen. Das heißt, in etwa habe ich dieses obere, also oberhalb des Stiftes, gestickt. Ja, das sind insgesamt 1060 Perlen und ja, ich finde, er kommt sehr gut raus, auch wenn die meisten von euch diese 9 Count Perlen nicht mögen, weil sie ja Kunststoff sind. Sie sind ja recht große Perlen und natürlich, was man auch sagen muss, sie haben sich auch etwas in der Farbe verändert. Also sie sind doch ein bisschen anders geworden. Aber ja, wichtig ist, das Bild kommt sehr gut raus und es gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Daran werde ich auf jeden Fall weiter sticken, denn hier ist ja ein Ende in Sicht. Also hier habe ich auf jeden Fall schon 2/3, ja nicht ganz 2/3, aber mehr als wie die Hälfte habe ich schon geschafft. Und ja, ich sticke es von unten nach oben und es fehlen ja nicht mehr so 10, 20, 30, 40, 50, 57, 58 Reihen habe ich noch vor mir. Also es ist nicht mehr so viel zu sticken. Ja, der Perlentiger, mein 9 Count Projekt, Vordruckprojekt, ist mein letztes Projekt, mein letztes, woran ich gestickt habe. Und ja, dann wären wir auch schon fertig, meine Lieben. Mehr habe ich nicht zu zeigen. Also es ist doch einiges dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ihr hattet auch etwas, was euch auch gefällt, was ich so gemacht habe. Das nächste Monatsupdate kommt dann wieder mit Ende Januar, Anfang Februar, also in einem Monat. Dazwischen gibt es natürlich wieder andere Videos zu sehen. Ja, Unboxing werden wieder dabei sein und auch dazwischen die ein oder andere Stickzeit. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr ein Abo dalässt, damit ihr auch dann beim nächsten Video wieder mit dabei sein könnt. Eine schöne Zeit wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.